Es war ein regnerischer Abend, als ich, ein ganz normaler 19-Jähriger, mich entschied, die verborgenen Ecken des Dark Webs zu erkunden. Meine Faszination für das Verborgene hatte mich schon immer angetrieben, und nun, nachdem ich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte, fühlte ich mich bereit. Mein Rechner war perfekt eingerichtet, VPN, Tor, alles. Ich war sicher, oder zumindest dachte ich das. Als ich anfing, durch die Onion-Links zu navigieren, war ich überwältigt. Das Dark Web war wie eine andere Welt, voller Geheimnisse und versteckter Winkel. Ich stöberte durch verschiedene Seiten, staunte über das, was angeboten wurde, von harmlosen Kuriositäten bis hin zu den dunkleren und gefährlicheren Ecken des Internets. Meine Neugier führte mich zu einem Chatroom, einem Ort, an dem sich Dark Web-Nutzer austauschten. Als Neuling fragte ich nach, was die Leute hier faszinierte. Die Antworten waren vielfältig, aber viele schienen in eine Richtung zu gehen, die mir nicht gefiel. Doch dann trat ich in einen Chat ein, und alles änderte sich. Ein User, dessen Verhalten sofort seltsam wirkte, fragte nach meinem Namen. Roland. Log ich, obwohl mein echter Name Carlo war. Doch zu meiner Überraschung entgegnete er, warum lügst du? Irritiert antwortete ich, dass ich nicht lüge, doch er beharrte, nein, das stimmt nicht, Carlo. Mir gefror das Blut in den Adern. Wie konnte er meinen echten Namen kennen? Ich versuchte, es als Zufall abzutun, und behauptete weiterhin, Roland zu sein. Aber dann wurde es noch unheimlicher. Du solltest vorsichtiger sein in der Stadt, tippte er. Und dann tippte er den Namen meiner Stadt ein. In Panik schaltete ich meinen Rechner aus und beschloss, das Dark Web vorerst zu meiden. Doch das war erst der Anfang. In den folgenden Nächten hörte ich Geräusche, die mich aus dem Schlaf rissen. Eines Morgens, umhüllt von einer unheilvollen Stille, erlebte ich einen eiskalten Schock. Auf meinem Küchentisch fand ich einen sorgfältig gezeichneten, roten Pentagramm, ein Symbol, das oft mit okkulten und dunklen Ritualen in Verbindung gebracht wird. Ich konnte nicht begreifen, was geschehen war. War es nur eine Warnung? Ein schlechter Scherz? Oder war ich in etwas hineingeraten, das weit über ein einfaches Online-Abenteuer hinausging? Eines wusste ich sicher, das Dark Web war kein Spielplatz, und meine Neugier hatte mich in Gefahr gebracht. Jetzt musste ich einen Weg finden, aus dieser bedrohlichen Situation herauszukommen, bevor es zu spät war. In den folgenden Tagen versuchte ich, mein normales Leben wieder aufzunehmen, aber die Angst ließ mich nicht los. Jedes Knacken im Haus, jeder Schatten in der Ecke schien eine Bedrohung zu sein. Ich fragte mich, wer der mysteriöse User war und was er von mir wollte. Eines Nachts beschloss ich, wieder online zu gehen, um Antworten zu suchen. Ich loggte mich vorsichtig in den Chatroom ein, doch der geheimnisvolle User war nicht zu sehen. Ich überprüfte meine speziell für das Dark Web erstellte E-Mail-Adresse, die ich nur für diesen Zweck nutzte. Zu meiner Überraschung fand ich dort eine neue Nachricht. Sie enthielt eine anonym verschickte Datei ohne Namen, ohne Erklärung. Mit einem Gefühl der Unsicherheit öffnete ich sie. Es war ein Video. Das Bild zeigte eine Kameraaufnahme, die die Straße vor meinem Haus filmte. Mein Herz schlug schneller, als ich erkannte, dass jemand mich beobachtete. Die Kamera zoomte auf mein Fenster, und ich konnte meine eigene Gestalt erkennen, wie ich am Computer saß. Das Video endete abrupt. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Ich war nicht mehr sicher, nicht einmal in meinem eigenen Zuhause. Ich entschied mich, zur Polizei zu gehen, aber was sollte ich sagen? Dass ich im Dark Web gesurft und jemand meinen echten Namen und meine Adresse herausgefunden hatte? Bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, klingelte mein Handy. Eine unbekannte Nummer. Zögerlich nahm ich ab. Carlo, Sagte eine verzerrte Stimme. du solltest vorsichtiger sein. Nicht alles im Dark Web bleibt im Dark Web. Das Gespräch wurde unterbrochen, bevor ich antworten konnte. Ich war jetzt nicht nur online, sondern auch in der realen Welt verfolgt. Ich musste handeln. Ich beschloss, einige Freunde zu kontaktieren, um herauszufinden, ob sie etwas über den mysteriösen User wussten. Aber bevor ich das tun konnte, kamen weitere unerklärliche Ereignisse hinzu.
Jemand hinterließ Nachrichten an meiner Tür, seltsame Symbole, die ich nicht verstand. Ich begann, meine Wohnung mit Kameras zu überwachen, in der Hoffnung, den Stalker zu erwischen. Die Dinge eskalierten, als ich eines Abends nach Hause kam und meine Wohnung verwüstet vorfand. Nichts war gestohlen, aber alles war umgeworfen, als wollte jemand eine Botschaft senden. Ich wusste, dass ich nicht länger warten konnte. Es war Zeit, zur Polizei zu gehen und alles zu erzählen. Aber als ich dort ankam, erwartete mich eine weitere Überraschung. Die Polizei hatte bereits einen Hinweis auf mich, jemand hatte anonyme Informationen über meine Aktivitäten im Dark Web übermittelt. Ich wurde nicht nur verfolgt, sondern auch in eine Falle gelockt. In dieser Nacht, während ich im Polizeirevier saß und auf das Verhör wartete, wurde mir klar, dass ich in ein Netz aus Lügen und Gefahren geraten war, aus dem es kein einfaches Entkommen gab. Wer auch immer mich verfolgte, er hatte alles geplant, und ich war mittendrin. Nachdem ich stundenlang im Polizeirevier gewartet hatte, entschieden sich die Beamten schließlich, mich nach Hause zu schicken, da keine konkreten Beweise gegen mich vorlagen. Sie rieten mir, vorsichtig zu sein und mich bei weiteren Vorfällen sofort zu melden. Ich fühlte mich verloren, als ich durch die nächtlichen Straßen zurück zu meinem Haus ging. Die Ereignisse der letzten Tage hatten mich völlig aus der Bahn geworfen. Zu Hause angekommen, beschloss ich, keine Zeit zu verlieren und meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Ich setzte mich an meinen Computer und begann, tiefer in die Welt des Dark Webs einzutauchen, entschlossen, den mysteriösen Stalker zu enttarnen. Stunden vergingen, und ich fand mich immer tiefer in einem Labyrinth aus Codes und Verschwörungen. Plötzlich stieß ich auf ein verstecktes Forum, in dem mein Name erwähnt wurde. Ich klickte darauf und fand eine Diskussion über ein Experiment, in dem ich, ohne es zu wissen, das Hauptobjekt war. Die User sprachen von einem sozialen Experiment, das darauf abzielte, zu sehen, wie ein ahnungsloser Mensch auf extreme psychologische Druckbedingungen reagieren würde. Ich war schockiert. Wurde ich die ganze Zeit über von einer Gruppe von Cyberpsychologen manipuliert? Während ich weiter in den Foren des Dark Webs las, stolperte ich über einen Beitrag, der mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Der Autor verwendete einen Spitznamen, Echo Raven, der mir sofort bekannt vorkam. Es war ein ungewöhnlicher Spitzname, den nur ich und mein bester Freund aus Kindertagen kannten. Echo Raven war eine Figur aus unseren selbst erfundenen Comics, die wir als Kinder zeichneten. Diese spezielle Referenz ließ keinen Zweifel zu, der Hauptakteur dieses Experiments war mein bester Freund. Er war es, der mich einst in die Welt des Dark Webs eingeführt hatte. Das plötzliche Erkennen dieser Tatsache ließ mich erschaudern. War all das, was wir geteilt hatten, nur Teil eines hinterhältigen Plans gewesen? Ich konfrontierte ihn am nächsten Tag. Anfangs stritt er alles ab, aber schließlich brach er zusammen und gestand. Er erklärte, dass es ursprünglich als harmloser Streich begonnen hatte, aber dann außer Kontrolle geraten war. Die Gruppe hatte nie beabsichtigt, es so weit gehen zu lassen. Er entschuldigte sich, aber das Vertrauen war bereits zerbrochen. Ich zog mich aus meinem bisherigen Leben zurück und begann, mich neu zu orientieren. Ich entschied mich, meine Gewohnheiten und meinen Umgang mit dem Internet grundlegend zu überdenken. Ich zog in eine andere Stadt, um einen Neuanfang zu machen, und achtete darauf, meine Online-Aktivitäten auf ein Minimum zu beschränken und meine Privatsphäre besser zu schützen. Diese Erfahrung hatte mich tiefgreifend verändert. Ich hatte gelernt, dass die Gefahren des Internets realer sind, als ich jemals hätte ahnen können, und dass manchmal die größten Bedrohungen aus der nächsten Nähe kommen. Vorsicht und Wachsamkeit wurden zu meinen ständigen Begleitern in einer Welt, in der die Grenzen zwischen digital und real immer mehr verschwimmen. Die Geschichte endete mit einer Warnung: In der digitalen Welt ist nichts so, wie es scheint. Und manchmal können diejenigen, denen man am meisten vertraut, die größten Feinde sein.